Hallo, ich bin Andreas. Heute ist Mittwoch, der 20. Februar 2019 und ich habe mich gerade spontan dazu entschlossen, ein neues Video zu machen. Es ist ja eine Art Hobby geworden für mich. Ich bin Rentner, ich habe auch die Zeit dafür, das spontan zu machen. Und es geht wieder um das Thema Jesus Christus im weitesten Sinne, die Bibel. Und da möchte ich gerade auch wieder etwas berichten, ein kurzes Erlebnis. Vor 2 Tagen hat mich mein jüngster Sohn für ein paar Stunden besucht. Wir sind bei herrlichem Wetter, schönem Sonnenschein, blauem Himmel spazieren gegangen und haben uns wie früher auch, als wir noch zusammen gelebt haben, über Gott und die Welt unterhalten und über das, was so geschieht in der Welt. Unter anderem habe ich ihm nochmal berichtet von einem Erlebnis, das ich vor etwa 7 oder 8 Jahren hatte. Und zwar war das folgendes. Ich habe ja einen Jugendtreff geleitet, Sozialarbeit gemacht, Kinder- und Jugendarbeit gemacht, jeweils von Nachmittag bis Abend und manchmal bis 22 Uhr. Zu dann einem Tag bin ich nach Hause gefahren, dann durch den Ort Oberkirch auch. Und nach der Arbeit, so etwa um 22:30 Uhr etwa, ich weiß es nicht mehr genau, wie spät es war. Und es überholte mich ein alter Kleinwagen, scherte vor mir ein und bremste dann stark ab. Aber er hatte nicht gestoppt, hat aber stark, sagen wir mal, von 60 Kilometer auf 30 Kilometer abgebremst oder auf 20. Und als er bremste, leuchtete hinten auf der Ablage die Schrift auf Jesus Christus. Da wusste ich, es geht weiter, das Rätselraten, oder ich bin wieder drin in diesem Thema und war natürlich erstaunt. Okay, er fuhr dann weiter und ich fuhr meinen Weg und 1, 2 Tage später oder 3 Tage später ist mir der Wagen wieder begegnet bei einem Supermarkt auf dem Parkplatz und ich kam mit dem Fahrer, mit dem Typen Uwe heißt er, ins Gespräch. Spontan bei mir ist es meistens so, dass ich auch dann spontan jemanden besuche, ohne lange das vorherige Kennenlernen, sondern okay, man verabredet sich und sagt, hast du Bock, dass wir mal zusammen Kaffee trinken oder so oder zusammen quatschen. Und das haben wir gemacht und ich habe ihn besucht, ihn und seine Lebenspartnerin Claudia, die von Sozialhilfe wohnten in einem kleinen alten Haus, ganz, ganz bescheiden, auch das Auto ganz bescheiden. Seine Freundin Claudia hatte ein amputiertes Bein und ich habe sie, ja, 3 oder 4 Mal vielleicht besucht und wir haben dann ein paar Stunden geredet über Gott und die Welt. Eine Aussage von dieser Claudia ist gewesen, dass sie zu mir gesagt hat, Andreas, wir haben uns für deinen Sohn entschieden. Es bedeutet nicht, dass er wichtiger ist als du, aber er bleibt für immer. So weiter hat sie das nicht erläutert. Ich habe es auch nicht weiter hinterfragt. Das ist auch nicht meine Art, dass ich dann da Druck mache, sondern ich habe es auf mich wirken lassen. Was will mir diese Aussage sagen, dieses Postulat? Auf, ja, zum einen hin eben, dass er für immer bleibt. Mal angenommen, damit ist gemeint die Welt der Menschen und ich gehe davon aus, dass sie das auch so meint, hier in der Welt der Menschen. So wie sie es darstellt, heißt es automatisch dann, dass das sozusagen im Gegensatz
zu meiner Position steht. Ich werde nicht für immer in der Welt der Menschen sein. Und gerade vor ein paar Nächten und Tagen hatte ich wieder nachts ganz stark das Gefühl, ich werde nicht noch einmal in die Welt der Menschen kommen. Und das ist so, das war so. Als ich das letzte Mal bei ihr war, das dritte oder vierte Mal, und habe mit ihr geredet, da hat sie mich zum Abschied umarmt und mir einen Kuss gegeben auf die Wange und hat gesagt, Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Das bedeutet diese Aussage, und so felsenfest überzeugt, wie sie es sagt, sagt mir persönlich klar, wenn ich mal hadere und Zweifel habe, dass ich nicht das Üble bin, dass ich nichts Böses im Sinn habe, sondern dass es so ist, wie sie sagt, dass ich das Gute bin. So, ein paar Tage danach ist sie gestorben. Ich habe dann erfahren, dass sie Krebs hatte, das hatte sie mir aber nicht gesagt. Ich hatte dann auch keinen Kontakt mehr zu ihrem Lebenspartner. Ich war umgezogen, wieder in einen anderen Ort. Und das habe ich meinem Sohn Jerome erzählt bei diesem Spaziergang, weil er auch eigentlich schon sein Leben lang an diesem Thema arbeitet, Jesus Christus und was ist eigentlich die Wahrheit. Und bei mir ist es ja so, dass ich es ein halbes Jahrhundert lang schon mache, jetzt 50 Jahre lang, seitdem ich 14 bin. Und es hat immer mehr Raum eingenommen und nimmt immer mehr Raum ein. Es wurde mir von anderen, als ich noch ein junger Mann war, an mich herangetragen, dass ich Jesus bin, wurde gesagt. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht Jesus und ich kann nicht Jesus sein. Für mich war es so, seitdem ich 14 bin, dass ich aber mich stark verbunden gefühlt habe, auch wohl mit Jesus Christus, aber in einer Person mit dem Fischer Andreas, was natürlich als Kind auch naheliegend ist. Das mache ich, weil ich den gleichen Namen habe. Ich habe diesen Namen aus der Bibel, diesen Namen Andreas. Mein ältester Bruder heißt Peter. Und Andreas und Peter, Simon, Peter, Petrus waren ja Brüder am See Genezareth, Fischer. Und mit denen habe ich mich verbunden gefühlt und auch gerade weil mein ältester Bruder Peter heißt, habe ich auch schon als Kind oft zu ihm so mehr oder weniger spaßhalber gesagt, hallo Petrus. Und da habe ich ihm aber auch gesagt, wir beide sind die Fischer vom See Genezareth aus Bethsaida. So, er sieht das anders, er sieht das nicht so. Was daran die Wahrheit ist, davon wahr ist, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt aber noch mal sagen, dass dieses Erlebnis, wovon ich jetzt berichtet habe, nur eins von vielen, vielen, von vielleicht 30, 40, 50 merkwürdigen, sonderbaren Erlebnissen ist, die mir widerfahren sind in meinem Leben. Ein ganz bedeutsames, das ist etwa 10 Jahre her oder so. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, das heißt Täuschung, dass mir etwas widerfahren ist, nachdem ich stundenlang alle meine Sünden sozusagen laut gebeichtet habe, ausgesprochen habe. Ich habe diese Wahrheit geschenkt, alles, was mir bewusst ist, was in meinem Leben, habe ich in den Raum gesprochen und ich habe Wahrheit zurückbekommen, dadurch, dass ich eine optische Täuschung erlebt habe. Das kann man sich anschauen. Ich mache einen Link hier oben hin. Das Video heißt Täuschung. Da werden die meisten sagen, der Typ ist bekloppt hier. Es ist aber die Wahrheit. Es ist die absolute Wahrheit, es ist genauso wahr, wie dass ich jetzt hier sitze und dieses hier ausspreche. So, okay. Und ich merke jeden Tag und jede Nacht und auch was hier in diesem Haus geschieht und was zu mir kommt an Geist, bin ich wieder ganz intensiv in diesem Thema, bei diesem Thema Jesus Christus. Es ist auch, 80% dessen, was ich
auf Facebook poste, handelt von diesem Thema und fast alle Videos, die ich auf YouTube mache, handeln von diesem Thema. Und okay, die Reise geht weiter. Wir werden herausfinden, das ist für mich klar und das wünsche ich mir auch, dass ich noch herausfinde in diesem Leben, jetzt hier in meinem jetzigen Dasein, wer ich bin von dieser Gruppe. Vor etwa 2 Wochen hatte ich noch mal nachts eine männliche Stimme gehört, die ganz ruhig zu mir sagte, du bist einer der Heiligen. So auf die Erde gekommen. Auch der Fischer Andreas ist ja ein Heiliger und ein Jünger gewesen. Und auch der Fischer Andreas ist ja nach der Überlieferung gekreuzigt worden am Andreaskreuz, Diagonalkreuz. Da werde ich hier noch ein Foto einfügen, das habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Hier vorne, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, habe ich ja das Christuskreuz, ja riesig groß. Ich habe ja hier im Haus etwa 20 Christuskreuze und ich habe hier vorne eine Kirche, einen Kirchturm. Ich habe etwa 20 Tauben, die hier fliegen. Und ich habe ein Foto gemacht, da kann man erkennen, dass dadurch, dass ein Flugzeug geflogen ist oder zwei, ein Kondensstreifen, ein weißer da ist. Das ist das Diagonalkreuz hinter der Kirche. Und da dachte ich, okay, das ist auch wieder eine Art Kommunikation und ein Signal für mich, dass ich wieder richtig in dem richtigen Thema bin und es geht weiter. Und ich möchte gerne alles, was ich herausfinde an Wahrheit, weitergeben an die Welt, weil ich ja auch nicht weiß, ob ich vielleicht morgen noch lebe, das weiß ich nicht. Also solange ich noch lebe, möchte ich alles sagen, alles mitteilen, alles wie ich es denke oder versuche oder es interpretiere, das möchte ich offen sagen. Es gibt nichts, was ich verberge, es gibt nichts, was ich lüge, bewusst falsch aussage. Es ist vielleicht manches nicht richtig, was ich sage, aber es ist nicht, weil ich es falsch sagen will, sondern ich habe es falsch betrachtet oder betrachte es falsch. Und mit dieser Power, dass wir die Wahrheit suchen, herausfinden, möchte ich bis zum Lebensende leben. Dass ich sage, ich habe mich der Wahrheit verpflichtet, emotional von meiner Seele her. Ich möchte das herausfinden. Okay. So, und das möchte ich machen und trotzdem auch Frohsinn bewahren und auch Humor bewahren und es nicht todernst alles sehen, sondern ich sehe es als, es ist eine Entwicklung. So, fertig. Und ich weiß, es geht ja nicht nur um mich, sondern wir entwickeln uns alle weiter. Und es geht auch darum, dass wir geistig wieder aufsteigen, weil wir jahrhundertelang geistig uns herabgesenkt haben. Und was wir eben nicht haben, was viele Menschen glauben oder noch bis vor ein paar Jahren geglaubt haben, dass wir hier sozusagen kurz davor stehen, dass wir himmlisch zum Ritter geschlagen werden, die höchst entwickelten Wesen. Das ist nicht der Fall. Die Wahrheit ist, dass wir himmlisch betrachtet an einem Punkt sind, wo Gott sagen würde, so Leute, ich habe geschworen, dass ich einen Regenbogen an den Himmel setze, als Zeichen dafür, dass ich nicht noch einmal eine Sintflut befehlen werde. Gott hatte ja die Sintflut befohlen, diktiert aus Enttäuschung über den Menschen, wegen der Brutalität des Menschen. Das war sein Resümee daraus. Er hat aber gesagt, er will nicht noch einmal alles Leben opfern. Und die ihr so arrogant und hochnäsig seid und glaubt, oh, das ist alles richtig, was ihr da tagtäglich tut, seid halt auf dem Irrweg und versucht mal weniger zu konsumieren, weniger an Dingen zu arbeiten und Dinge zu erschaffen und Dinge zu konsumieren und Dinge zu raffen und sich zu bereichern, sondern arbeitet mal mehr geistig. Öffnet euren Geist wieder und beginnt mal wieder euch zu erheben. Nehmt euch mal jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde Zeit,
euren Geist schweben zu lassen. Versucht Rätsel zu lösen, versucht die Wahrheit zu finden, hinterfragt alles, lauft nicht hinter jedem her, der laut ruft, lasst euch nicht belabern, lasst euch nicht für dumm verkaufen und plappert vor allen Dingen nicht alles nach, was andere euch erzählen, sondern lasst euren Geist schweben, selber schweben und kommuniziert miteinander und diskutiert kontrovers und dann macht es Spaß. Das ist Frieden und lebendiger Geist. So, das wollte ich sagen. Der Heilige Geist ist auch ein Thema. Ja, der Heilige Geist. So, und Jesus Christus ist für mich primär in der jetzigen Existenz Heiliger Geist. Ein Geist, den ich wahrnehme, ein Geist, der auch in mir ist. Und in mir ist auch sehr viel von dem Wesen Christi. Sehr viel von seinem Denken, von seiner Art, von seiner Güte. Es ist auch etwas von seiner Streitbarkeit in mir und auch diesen Wunsch. Ich habe auch etwas Kämpferisches, was Christus auch hatte. Und dass ich versuche, die Wahrheit zu finden und mich nicht scheue, die Wahrheit zu sagen. Ich scheue mich auch nicht davor, mich selber zu Fehlern zu bekennen. Okay, so, das ist jetzt halt wieder ein neues Video zum 20. Februar und das wollte ich jetzt gerade mal posten. Jetzt mache ich erstmal Schluss für heute. Immerhin, ich habe wieder ein Video fertig. Okay? Untertitel werde ich auf YouTube hier zu machen. Bei Facebook ist es mir noch nie gelungen, irgendwie Untertitel zu posten. Komischerweise scheitert es immer, egal wie ich es formatiere. Okay, also alles klar. Ciao und denkt mal selber drüber nach. Und schön ist auch, dass ja alles offenbar wird. Es gibt nichts mehr, was versteckt bleibt. Nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben. Das ist so. Und es heißt auch, und siehe, ich mache alles neu. Das ist auch so. Also können wir uns dort hineinfallen lassen und das einatmen und genießen und selber dazu beitragen, dass es etwas Schönes wird. Okay, ciao, shalom.